Viele Menschen in Deutschland zahlen jeden Monat Beiträge für Versicherungen, die sie kaum brauchen. Und genau die, die im Ernstfall wirklich wichtig wären, fehlen ihnen. Heute zeige ich dir Schritt für Schritt, welche Versicherungen du wirklich brauchst, welche sinnvoll sein können und welche du dir sparen kannst. So bist du richtig abgesichert, ohne Geld zu verbrennen. Wenn dich das Thema interessiert, drück jetzt schon mal auf Gefällt mir. Das hilft mir und zeigt YouTube, dass dieses Video wichtig ist. Danke dir. Das Folgende ist keine Finanzberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Warum überhaupt Versicherungen? Versicherungen schützen dich vor finanziellen Schäden, die du nicht locker aus eigener Tasche zahlen kannst. Ein kaputtes Handy? Ärgerlich, aber machbar. Ein Personenschaden mit lebenslangen Folgekosten? Existenzbedrohend. Schreib mir direkt in die Kommentare, bei welchem Schaden dir eine Versicherung schon mal den Hintern gerettet hat. Das interessiert bestimmt viele hier. Zweitens. Was ist Pflicht? Diese Versicherungen musst du haben. Krankenversicherung. Wenn du in Deutschland lebst, musst du krankenversichert sein. Gesetzlich oder privat. Die meisten sind gesetzlich versichert und das ist oft auch gut so. Gerade auf lange Sicht. Privat kann am Anfang günstiger wirken, wird aber meist im Alter deutlich teurer. Entscheide dich nur für die private Krankenversicherung, wenn du sicher bist, dass du das langfristig stemmen kannst. Kfz-Haftpflichtversicherung. Besitzt du ein Auto, kommst du um die Kfz-Haftpflicht nicht herum. Die zahlt Schäden, die du anderen zufügst. Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden. Ohne diese Versicherung darfst du dein Auto gar nicht zulassen. Teilkasko versus Vollkasko. Zusätzlich zur Haftpflicht kannst du freiwillig eine Teilkasko oder eine Vollkasko wählen. Die Teilkasko deckt äußere Einflüsse, die du nicht aktiv verursacht hast. Hagel, Sturm, Überschwemmung, Glasbruch, Wildunfälle, Diebstahl oder Brand. Für viele Fahrzeuge ist das ausreichend. Vollkasko deckt alles aus der Teilkasko plus eigene Fahrfehler und Vandalismus. Du rutschst bei Glätte in die Leitplanke, verursachst einen Schaden an deinem Auto durch Parkrempler oder jemand zerkratzt dir mutwillig die Motorhaube. Das ist sinnvoll bei neuen, teuren oder finanzierten Autos. Die Faustregel: Ist dein Auto neu, teuer oder finanziert, dann wähle Vollkasko. Ist es älter und du könntest einen Totalschaden finanziell verkraften, dann reicht Teilkasko oder Haftpflicht. Gesetzliche Rentenversicherung. Bist du angestellt, zahlst du automatisch ein. Einige Selbstständige sind ebenfalls einbezogen, andere können freiwillig einzahlen. Die gesetzliche Rente ist Basis, ersetzt aber keine eigene Vorsorge. Heute geht's aber nicht um Anlage, wir bleiben bei Versicherungen. Soll ich mal ein Video zum Thema sinnvolle Altersvorsorge machen? Schreib's mir mal in die Kommentare. Drittens. Die Versicherungen solltest du unbedingt haben. Private Haftpflichtversicherung. Die meiner Meinung nach wichtigste freiwillige Versicherung überhaupt. Wenn du jemanden verletzt oder fremdes Eigentum beschädigst, haftest du in Deutschland unbegrenzt mit deinem Vermögen. Personenschäden können 6- bis 7-stellige Summen erreichen. Die Versicherung kostet oft nur 5 bis 10 Euro im Monat. Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du wegen Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kannst, bricht dein Einkommen weg. Die staatliche Absicherung ist oft zu niedrig. Häufige Gründe sind psychische Erkrankungen, Rückenprobleme oder Probleme im Herz-Kreislauf-System. Wenn du von deinem Einkommen lebst, solltest du die BU ernsthaft prüfen. Tipp: Je jünger und gesünder du abschließt, desto besser die Konditionen. Wohngebäudeversicherung für Hausbesitzer. Sie schützt dein Haus, zum Beispiel bei Feuer, Sturm, Hagel oder Wasserschäden. Ganz wichtig: Elementarschäden mitversichern. Starkregen und lokale Überschwemmungen nehmen zu. Ohne Schutz kann ein Schaden existenzbedrohend werden. Risikolebensversicherung bei Familie oder Immobilie. Wenn du eine Familie hast oder eine Immobilie finanzierst, sorgt sie dafür, dass deine Angehörigen im Todesfall finanziell nicht abstürzen. Günstig, klar, sinnvoll. Hausratversicherung. Sie deckt dein Inventar ab. Möbel, Kleidung, Technik, also alles, was nicht mit dem Haus verschraubt ist. Sinnvoll, wenn du keine Rücklagen hast, um nach Brand, Wasser oder Einbruch schnell alles neu zu kaufen. Auslandsreisekrankenversicherung. Kostet pro Jahr oft weniger als ein Restaurantbesuch, aber kann Behandlungen und Rücktransporte im Ausland bezahlen. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt das nicht immer. Für Reisen ein Must-Have. Eine kleine Bitte: Wenn dich solche Themen interessieren, dann abonniere den Kanal. Ich mache regelmäßig Videos, die dir Geld sparen. Und auch die Glocke aktivieren, damit du nichts verpasst. Viertens. Diese Versicherungen können sinnvoll sein, je nach Situation. Unfallversicherung. Sinnvoll, wenn du risikoreiche Hobbys, zum Beispiel Motorradfahren, Klettern, Snowboardfahren oder körperlich belastende Jobs hast.
Wenn du eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung hast und kein besonderes Risiko, ist sie aber oft verzichtbar. Rechtsschutzversicherung. Hilft bei juristischen Auseinandersetzungen im Verkehrsrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht. Wenn du viel fährst, Vermieter bist oder im Job mit Konflikten rechnen musst, kann das Nerven und Geld sparen. Achte auf Wartezeiten und Leistungsausschlüsse. Tierhalterhaftpflicht. Für Hundebesitzer meist Pflicht, teils sogar gesetzlich. Ein Hund kann schnell einen Unfall auslösen. Du haftest voll. Preislich überschaubar. Meine Empfehlung. Zahnzusatzversicherung. Interessant, wenn du Wert auf hochwertigen Zahnersatz legst oder bereits Zahnprobleme hattest. Implantate können 4- bis 5-stellig kosten. Achte auf Leistungsstaffeln und Wartezeiten. Private Pflegezusatzversicherung. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kosten. Mit einer Zusatzversicherung schützt du Vermögen und Familie im Pflegefall. Kein Must-have für alle, aber überlegenswert, je nach Budget und familiärer Situation. Schreib mir in die Kommentare, welche dieser Kann-Versicherungen du hast und ob sie sich für dich gelohnt hat. Deine Erfahrung hilft der Community. 5. Diese Versicherungen sind meist unnötig oder doppelt. Sterbegeldversicherung. Sie ist teuer und die Auszahlungen sind oft gering. Wenn du vorsorgen willst, spar auf einem Tagesgeldkonto. Handyversicherung. Viele Ausschlüsse, teuer im Verhältnis zum Gerät, teils ohnehin über die Hausrat oder die Haftpflicht abgedeckt. Restschuldversicherung. Wird oft beim Kredit mitverkauft, sie ist teuer und mit vielen Ausschlüssen. Krankenhaustagegeld. Zahlt nur im Krankenhaus. Wenn Einkommen absichern, Krankentagegeld oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Reisegepäckversicherung. Gepäckverlust ist oft über Airline oder Pauschalreise geregelt. Diebstahl teils über Hausratversicherung. Glasbruchversicherung. Glas ist häufig in Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung schon drin. Extrapolice selten sinnvoll. Wichtig, lies immer die Leistungsübersicht. Manches klingt gut, nützt aber in der Praxis wenig, weil genau dein Fall ausgeschlossen ist. So triffst du gute Entscheidungen. Die eine Frage. Bevor du eine Versicherung abschließt, stell dir diese eine Frage. Würde mich der Schaden finanziell richtig hart treffen oder sogar ruinieren? Ja? Dann versichern. Nein? Wahrscheinlich sparen und das Geld lieber anlegen oder als Puffer nutzen. Das ist die beste Faustregel überhaupt. Simpel, aber extrem wirksam. Typische Fehler und wie du sie vermeidest. Erstens, Verträge nie anpassen. Deine Lebenssituation ändert sich immer mal. Ein Umzug, die Geburt eines Kindes, Heirat, Hauskauf oder Selbstständigkeit. Mindestens einmal pro Jahr solltest du einen Check machen. Zweitens, zu niedrige Deckungssummen. Haftpflicht mit 3 Millionen? Heute knapp. Empfehlung eher 20 bis 50 Millionen prüfen. Kostet oft kaum mehr. Drittens, Selbstbeteiligung ignorieren. Höhere Selbstbeteiligung heißt niedrigere Beiträge. Setz sie so, dass du sie wirklich zahlen kannst. Viertens, doppelte Absicherung. Beispiel, Handy separat versichert, obwohl die Hausratversicherung greift. Vergleiche die Leistungen und vermeide Überschneidungen. Und fünftens, Verkaufsdruck nachgehen. Lass dir Zeit. Keine Entscheidung am Tresen oder im Shop. Schlaf eine Nacht drüber. Mini-Checkliste. In 3 Minuten aufgeräumt. Pflicht, Krankenversicherung und Kfz-Haftpflicht. Top-Priorität, Haftpflicht, BU, bei Haus auch die Wohngebäude plus Elementarschädenversicherung. Bei Familie oder Eigentumsimmobilie auch die Risikolebensversicherung, Hausrat und Auslandsreisekrankenversicherung. Je nach Leben, Unfall, Rechtsschutz, Tierhalterhaftpflicht, Zahnzusatz und Pflegezusatz. Meist unnötig. Sterbegeld, Handy, Restschuld, Krankenhaustagegeld, Reisegepäck und Glasbruch. Und jährlicher Check, Deckungssummen, Selbstbeteiligungen, Doppelungen und neue Lebenssituation. Wenn du bis hierhin geschaut hast, danke. Ich hoffe, du hast jetzt Klarheit, welche Versicherungen du wirklich brauchst und wo du sparen kannst. Meine Bitte, like dieses Video, wenn es dir geholfen hat. So finden es mehr Menschen. Abonniere den Kanal für mehr ehrliche Finanztipps und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine neuen Videos. Welche Versicherung hat dir schon mal wirklich geholfen? Und welche war im Nachhinein rausgeworfenes Geld? Schreib es unten in die Kommentare. Ich lese jede Antwort und antworte so vielen wie möglich. Wenn du eine Vorlage für deinen jährlichen Versicherungscheck möchtest, schreib Checkliste in die Kommentare. Dann packe ich dir eine kostenlose PDF in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich in den Kommentaren.